Mamtec WPS und APS-Serie USB-Kommunikation mit Software Upgrade. Das Netzteil verfügt über eine serielle Schnittstelle. Um das Gerät an einen Computer anschließen zu können, benötigen wir einen Seriell-USB-Konverter. Hierfür kann man einen fertigen nehmen, wie diesen, welcher eigentlich für die Programmierung von ESP01 gedacht ist. Ich werde einen defekten Arduino Nano nutzen. Zuerst entlöte ich den Mikroprozessor, um Störungen zu vermeiden. Danach verringere ich die Größe des Arduinos durch das Entfernen der Steckerleiste. Auf der Steuerplatine des Netzteils befinden sich zwei freie Anschlüsse. Der untere ist für die serielle Kommunikation. Ich habe bereits eine Buchsenleiste eingelötet. Für die Verbindung mit dem Computer nutze ich eine USB-Typ-E-Buchse, an welche ich die 4 Kabel anlöte. Die 5 Volt der USB-Buchse verbinde ich mit V-In und Minus mit GND. D+ löte ich an Pin 5 vom CH340G USB-TTL-Konverter und D- an Pin 6. Pin 2 des Chips ist TX und wird mit RX der Platine verbunden. Pin 3 ist RX und wird mit TX der Platine verbunden. GND vom Arduino wird ebenfalls mit der Platine verbunden, jedoch nicht die Stromversorgung. Nach dem Löten wickle ich den Arduino in Isolierband ein, um Kurzschlüsse zu verhindern. Jetzt kann das Eigenbau-Adapterkabel installiert werden. Hierzu stecke ich den Stecker in die Buchsenleiste.
Der obere Pin der 4 Pins ist nicht verbunden. Der Arduino findet genügend Platz im Gehäuse. Die USB-Buchse klemme ich in eine kleine Halterung aus dem 3D-Drucker und verschraube diese. Die Software für die Netzteile kann man sich auf der offiziellen Seite des Herstellers herunterladen. Mit einem Rechtsklick lässt sich diese auf Englisch umstellen. Im Programm muss die Geräteadresse des Netzteils eingestellt werden. Danach wählt man den Port aus und die Bauträger. Informationen zum Umstellen der Bauträger und der Adresse finden sich in der Bedienungsanleitung. Um zu starten, drücken wir Open. Jetzt kann das Netzteil über Software gesteuert werden. Alle bereits bekannten Funktionen sind vorhanden. Zudem wird oben ein Voltzeit- und Amperezeit-Diagramm ausgegeben.